Hallo, ich bin der Manuel Schad von SRS Sport. Heute sind wir beim GCC-Rennen in Schwabhausen. Neben mir der Mike Wiedemann. Ja, was machst du eigentlich da? Ja, ich bin hier zum Rennefahrer. Das heißt, diesmal nicht geschäftlich. Ich fahre hier seit mehreren Jahren bei der GCC-Serie mit. Und ja, fahre samstags immer Team. Gibt seit diesem Jahr eine Teamklasse, die richtig gut ankommt, macht da richtig Spaß. Und Sonntag dann die Pro-Klasse, wo es richtig um die Wurst geht. Gegen den Chris Gundermann und Robert Schaar, Janik Sprachmüller. Ja, genau. Also Teamklasse, nicht in Team, sondern Teamklasse, ne? Nur, dass Sie es wissen, ne? Genau, also Teamklasse. Wir fahren immer zu zweit, 3 Stunden und alle 4 Runden wird gewechselt. Weil im FKK, Adruf sind wir schon vorbeigefahren. Nicht geschäftlich, hast du gerade gesagt. Das bedeutet, du hast ein Geschäft? Genau, also ich mache seit mehreren Jahren eigentlich schon Trainings und Touren. Habe damals mit Wiedemann Motorsport angefangen. Das ist eigentlich so eher mein Hobby. Das ist mein kleines Team, das ich habe, wo ich ein paar Fahrer betreue bzw. unterstütze. Und WOX, das ist quasi meine Firma, Wiedemann Offroad Experience, wo ich jetzt seit diesem Jahr offiziell also Trainings und Touren mache in Marokko, in Griechenland, in Kroatien. Und ja, habe da eigentlich echt immer coole Leute dabei. Jetzt war ich jetzt wieder in Marokko 2-3 Wochen. Habe da Touren gemacht, unter anderem auch der Maxi Scheck immer dabei. Also wenn da mal irgendjemand Bock hat auf ein cooles Abenteuer, kann er sich gerne melden. Egal, ob wir jetzt in Marokko sind oder in Griechenland oder in Kroatien. Ist immer ein geiles Erlebnis und auf jeden Fall eine Reise wert. Und was muss ich da machen, um mit dir reisen zu dürfen? Im Endeffekt mir einfach eine E-Mail schreiben. Ich habe eine Homepage, Wiedemann Offroad Experience. Da oben ist die oder da? Ne? Irgendwo ist der Link. Ja. Kann mir einfach eine E-Mail schreiben oder auch gerne anrufen bzw. WhatsApp schreiben. Wenn ich nicht abnimmt, dann rufe ich zurück, weil ich bin meistens, der Manuel weiß es, sehr beschäftigt. Und ja, einfach eine E-Mail schreiben. Auf meiner Homepage sind noch die ganzen Angebote drauf, was mir anbiete, was mir mache. Und das ist eigentlich gut erklärt. Ja. So lasse ich dich nicht ganz so gehen. Also wenn ich jetzt mit dir nach Marokko fahre, kann ich dann auch mal lernen, wie ich mit so einem Roadbook umgehe? Oder fahre ich dir hinterher? Was ist der Auftrag? Also wir machen alles, was der Kunde will. Wir haben unter anderem Roadbook-Trainings, wo wir wirklich dem Kunde erklären, wie funktioniert der Roadbook. Dann fahren wir auch Roadbooks. In Marokko zum Beispiel haben wir 6, 7 verschiedene Roadbooks, wo wir jeden Tag eine andere Tour fahren. Uns da auch wirklich der Kunde anpassen. Wir haben immer komplett unterschiedliche Leistungsniveaus dabei. Das heißt, es sind Leute dabei, die fahren zum ersten Mal eine Düne, es sind Leute dabei, die fahren auch Rallyes. Und das heißt, wir machen im Endeffekt alles, was der Kunde will. Und genauso ist es bei mir daheim. Ich mache bei mir daheim auch Roadbook-Trainings, wo wirklich für absolute Anfänger, wo noch nie Roadbooks gefahren sind. Die kommen dann zu mir. Wir haben ein Mietbike bei mir, Tenere, wo die einfach mal Rallye-Luft schnuppern können. Ja, aber jetzt Roadbook-Rallyes, Touren anbieten, könnte ich doch auch machen. Was zeichnet dich eigentlich aus, dass du sowas machen kannst? Ja, also die, wo mich nicht kennen, ich fahre seit mehreren Jahren die Rallye Dakar. Und bin auch dort der Einzigste, beziehungsweise war vor 4 Jahren der jüngste deutsche Teilnehmer, beziehungsweise auch Finisher. Und bin seit 2 Jahren auch in der Marathonklasse dabei. Bin da auch recht gut dabei gewesen jetzt dieses Jahr mit Platz 5. Das heißt, ich habe einiges an Erfahrung, würde ich jetzt sagen, für mein Alter. Und mache auch neben Roadbook-Trainings, das habe ich ganz vergessen, auch Lehrgänge. Big Bike-Lehrgänge, Motocross-Lehrgänge, Enduro-Lehrgänge vom Anfänger bis zum Profi. Und ja, alles dabei. Wie kommt man auf die Idee als junger Mann, du musst mir jetzt nicht sagen, wo das Geld her hat, weil sonst würde ich jetzt bei deinem Vater anfragen, ob er mich adoptiert, ne? Ja, genau. Aber wie kommt man auf die Idee, als junger Mann Dakar zu fahren? Die anderen gehen irgendwie in die Disco saufen, du treibst Sport. Ich habe mal deinen Tag angeschaut da in deiner Story. Ja. Früh aufstehen, Müsli, arbeiten, Müsli. Nach der Arbeit Müsli, am Sport Shake Müsli, Alter. Und dann trainieren und ab 19 Uhr war dann Freizeit, deswegen habe ich immer um 19 Uhr angerufen. Ne? Da hast du geschrieben, genau. Freizeit. Das ist schon Hardcore. Die anderen feiern und du hast ja noch ein Mädel, habe ich gesehen. Ne? Ja. Also das ist ja auch, und das ist nicht nur ein Jahr, sondern länger. Ne? Das ist ja auch Respekt an das Mädchen. Ne? Muss man mitmachen, also nicht an dich, sondern an das Mädchen, dass die das durchhält. Ich habe auch so eine Frau zu Hause. Wie bist du auf die Idee gekommen? Hast du die Dakar angeschaut als kleines Kind oder hat der Vater das vorgelebt? Genau. Ist der vielleicht auch schon gefahren? Also das war eigentlich schon immer ein Kindheitstraum. Ich habe ich glaube mit 4 oder 5 habe ich im Eurosport damals Dakar angeschaut. Ich bin jetzt 27, habe schon wieder vergessen. Sage ich es mal wirklich, vor 23 Jahren ungefähr, war das halt auch noch ein bisschen bekannter, die Dakar. Habe das mit meinem Vater im Fernsehen verfolgt und es war halt immer der Kindheitstraum, den ich ewig verfolgt habe, der eigentlich auch immer extrem weit weg war. Und habe dann
Ich glaube, das war, wo ich bei Daimler war noch, bei Mercedes in meiner Ausbildung, mit meinem Azubi-Gehalt meine erste Rallye finanziert. Bin selbstständig nach Marokko geflogen und bin Rallye mitgefahren. Und ja, das war dann ja, bis heute das Geilste. Genau, also das war, wie gesagt, der Kindheitstraum, den ich mir dann eigentlich auch selber erfüllt habe, beziehungsweise ich habe mir die Sponsoren zum Thema Papa, also ich habe das nicht irgendwie geschenkt bekommen, das Geld, ich habe mir wirklich Sponsoren gesucht und habe das alles mit Sponsoren hinbekommen. Das war dann ein Haufen Geld, wo ich zusammenschaufeln musste, habe es hinbekommen, das war ein richtig geiles Erlebnis, meine erste Dakar. Und so ging das dann immer fort halt, ja, dann ist man einmal drin, spielt mit allem, man ist dabei und dann kommt man nicht mehr so einfach raus. Jetzt sehe ich vor mir, dass du jetzt für Yamaha fährst. Seit wie lang? Seit diesem Jahr jetzt. Also ich bin eigentlich mein Leben lang KTM gefahren. Das war auch immer mein, ja, KTM war für mich immer das Beste und das Geilste, was es gibt. Ist auch ein gutes Motorrad. Habe dann aber ein gutes Angebot bekommen von Yamaha, was sich wirklich ja, jetzt im Nachhinein gelohnt hat. Eine geile Truppe, wo ich da bin, bei Yamaha Deutschland bzw. bei Yamaha Europa, wo wir gemeinsam zusammenarbeite und Trainings anbiete, vor allem also ich mache Trainings für jedermann, aber speziell auch für Tenere-Kunde und für Yamaha-Kunde. Fahre gleichzeitig auch noch Rallyes und Rennen für Yamaha, also ja, läuft alles. Für die Dakar gibt es von Yamaha auch ein Bike? Nee, von Yamaha gibt es allerdings, also es gab ein Bike, die hatte bis vor 3 Jahren noch ein Werksteam mit Yamaha bei der Dakar. Mittlerweile sind sie umgestiegen auf das Eco-Race, das ist zeitgleich mit der Dakar. Das ist noch die alte Route in Afrika. Da fahren die Jungs mit den Teneris mit. Das heißt, für Dakar gibt es eigentlich, es gibt schon noch Bikes, die alte noch, wo der Van Beveren früher gefahren ist, aber die sind halt immer auf dem neuesten Stand. Ja, das sind chancenlos, würde ich jetzt nicht sagen. Aber ich war jetzt beim Richard Schalber unten, habe ein Interview mit ihm gemacht. Und da hat er mir mal das Budget gesagt für die Rallye Dakar 1999, 2000 Ja. und was die alles aufgefahren haben, um da zu gewinnen. Und dann weiß ich, das kommt wirklich auf jedes i-Tüpfelchen an. Ja, das stimmt. Also meine Rallye geht 2 Wochen. Die, die es nicht kennen, das ist eigentlich, würde ich sagen, das bekannteste, größte, härteste Motorsportrennen, was es gibt. Und die Maschine muss 2 Wochen durchhalten. Das heißt, da muss wirklich von Anfang bis zum Ende alles passen. Deshalb muss das Bike auch ja, top dastehen. So, jetzt bist du ja Teil Yamahas. Wie zufrieden bist du mit den Geräten von innen? Also ich muss sagen, ich bin sehr positiv überrascht. Nicht, weil ich jetzt das sagen muss, es ist wirklich so. Also ich bin mein Leben lang KTM gefahren. Ich dachte immer, es gibt nichts Besseres wie KTM, aber tatsächlich bin ich sehr positiv überrascht. Ich bin jetzt lang die Motocross-Bikes gefahren und bin jetzt heute oder beziehungsweise das Wochenende das erste Mal unterwegs auf dem Enduro-Bike. Und das Enduro-Bike ist wirklich, ich würde fast sagen, das geilste Bike, was ich jemals hatte. Richtig geiles Drehzahlband, schönes Fahrwerk. Also ich fahre alles original, bis auf den Auspuff, den haben wir geändert. Und ja, funktioniert. Genau. Ist ja 250 jetzt, ne? Nee, ich fahre alles 450. 450. Und genauso Tenere. Bin jetzt auch schon in Marokko gefahren, 3 Wochen und auf 2 Rallyes. Auch schon die Standard-Tenere getestet. Also wirklich ein Top-Bike, wo sehr robust ist. Und für den Preis, wenn man sieht, was der BMW kostet oder Ducati, die kostet halt wirklich fast das Doppelte, beziehungsweise über 20.000 Euro zum Teil. Da ist mir der Tenere halt wirklich sehr gut bedient. Ja. Jetzt bist du ja viel auf Rennen, das heißt, du musst auch wegen trainieren. Wie viele Trainingsbikes hast du? Ich habe eigentlich nur 2 Bikes, also mein Enduro-Bike und mein Motocross-Bike. Und tatsächlich komme ich gar nicht mehr so viel zum Training. Also ich habe früher, also vor 4, 5 Jahren, ich habe früher zum Teil über 200 Stunden aufs Motorrad gefahren im Jahr und jeden Tag körperlich trainiert, wie du schon gesagt hast. Ich habe morgens Radfahren, mittags geschafft und abends noch ins Fitnessstudio und nachts noch geschraubt. Und mittlerweile mache ich nicht mehr so viel, weil einfach die Trainings und die Touren vorgehen. Das heißt, die Zeit zum Trainieren für die Rennen, die ja, bleibt ein bisschen auf der Strecke, aber ich mache das, was noch irgendwie geht. Ja. Wenn ich dir jetzt das Motorrad wegnehmen würde für 2 Wochen, was würdest du machen? Durch das, dass ich gar nicht mehr so viel fahre, ich sage es immer vielen Leuten, bei mir ist es immer so, ich brauche wirklich Spaß am Motorradfahren. Und deswegen ist immer so, wenn ich zu viel Motorrad fahre, dann verliere ich den Spaß und dann fahre ich auch nicht gut. Das heißt, das Wichtigste ist, ich habe Spaß auf dem Motorrad. Ich bin jemand, wo viel Joggen geht, Radfahren geht. Das heißt, ich habe auch noch andere Hobbys. Wir sind beim 4. Lauf, Schwabhausen. Wie ist denn der aktuelle Stand bei dir? Ja, es läuft sehr gut. Man sieht es, Start Nummer 2. Das heißt, ich bin Zweiter in der Meisterschaft. Habe ein bisschen profitiert durch Verletzungen von anderen Fahrern, die zum Teil nicht am Start sein konnten bzw. ausgefallen sind. Aber ja, bin konstant dabei. Vom Tempo her läuft es noch nicht ganz so gut, weil einfach die Umstellung von KTM zu Yamaha doch recht groß ist. Aber ich bin auf einem guten Weg und mal schauen, wo die Reise hingeht. Also mir hat man geschrieben, wer hinterm Chris Gundermann ist,
Der muss sich nicht schämen. Das stimmt, ja, der Chris fährt schon wirklich sehr gut. Hatte sehr eigenen Fahrstil, man sieht es ganz oft, aber ja, mal schauen, die nächsten 3 Jahre, wo die Reise mir hingeht. Also ich habe auf jeden Fall mein Hauptziel ist eigentlich irgendwann mal den Chris zu schlagen, aber ich bin aktuell noch weit davon weg. Also wenn es richtig schlammig ist, tief ist, habe ich ihn schon oft, also war ich schon dran, auch schon vorbei. Aber ja, normale Bedingungen habe ich keine Chance. Und jetzt mal für da draußen, für die Zuschauer, für deine Follower. Dich gibt es ja nicht nur als Motorradfahrer. Privat, was machst du da? Arbeitsmäßig, Hobbys, außer Sport. Also viel arbeite, weil mein Papa hat auch eine Autofirma. Das heißt, ich bin da sehr eingespannt, beziehungsweise mittlerweile geht's. Das lässt mir viel Freiheit, weil ich einfach durch meine Trainings und Touren auch so viel unterwegs bin. Ansonsten mache ich sehr viel mit meiner Freundin, beziehungsweise ja, verhältnismäßig ist wahrscheinlich auch nicht viel, wenn ich sehe, was Kollege mache. Aber ja, Freundin, Kollege, was mache ich ja in der Freizeit? Viel Sport eigentlich, das ist eigentlich mein Hobby, ja. Ja, das ist echt hart, ne? Was wir für Zeit verballern. Ne? Ja, genau. Okay, ich danke dir ganz herzlich für die Zeit, die du genommen hast. Ich finde es klasse. Ich wünsche dir sehr viel Glück, ne? Dankeschön. Für deine Vorhaben, für die Zukunft. Ja. Und vielleicht sehen wir uns mal auf einer Rallye. Die Eco-Race wollte ich auch mal mitfahren, aber halt mit dem schweren Eimer dann. Ne? Das Eco-Race wollen wir jetzt eigentlich nächstes Jahr machen mit ein paar Kunden. Vielleicht fahre ich selber auch mit. Mal schauen, ja. Okay, euch da draußen danke ich fürs Zuschauen. Liked uns in Instagram, Facebook, TikTok oder wo auch sonst. Macht die Glocke an. Bis bald. Euer Manuel. Euer Mike, vielen Dank. Ciao.